Hallo ihr Lieben, ich habe für euch wirklich das super Rezept für Sonntagsbrötchen, falls ihr mal sonntags keine Lust habt, zum Bäcker zu laufen. Die sind genauso gut, schön knusprig von außen und innen drin schön fein porig. Den Teig müsst ihr nur einen Abend vorher vorbereiten und das Backen ist ganz easy. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Als erstes benötigen wir 500 Gramm Mehl. Wenn ihr 550er habt, das wäre perfekt, aber zur Not geht auch 405er. Dann habe ich 5 Gramm frische Hefe in 3 bis 4 Esslöffel Wasser aufgelöst, da wir den Teig nicht kneten. Das gebe ich jetzt ebenfalls zum Mehl hinzu. 10 Gramm Salz. Einen Teelöffel Essig. Essig hilft dem Hefeteig besser aufzugehen, so dass kleine Bläschen entstehen und schöne Poren bzw. Luftkammer entstehen. Dann einen Teelöffel Honig. Honig fördert die Gärung. Man darf aber nicht zu viel nehmen, sonst erreicht man nur das Gegenteil. Dann gebe ich 350 Gramm handwarmes Wasser dazu. Das Ganze wird jetzt einfach mit einem Löffel so lange umgerührt, bis das komplette Mehl eingearbeitet ist. Ihr braucht gar nicht mit den Fingern irgendwie rumkneten. Wie gesagt, nur so lange mit dem Löffel rühren, bis das komplette Mehl verschwunden ist. Am Ende kriegt ihr einen sehr, sehr klebrigen Teig. Das ist auch gut so. Der Teig ist jetzt fertig. Am inneren Schüsselrand hätte ich jetzt etwas einfetten sollen. Das hatte ich jetzt aber vergessen. Der Teig kommt jetzt jedenfalls über Nacht in den Kühlschrank, also für circa 8 bis 10 Stunden. Am nächsten Morgen habe ich den Backofen auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. In den Backofen stelle ich schon mal eine feuerfeste Auflaufschale hinein. Da geben wir später das Wasser rein. So, wie ihr jetzt gleich seht, ist der Teig wunderbar aufgegangen im Kühlschrank. Richtig schön porig. Das erkennt ihr auch oben bzw. an der Seite von der Schüssel. Jetzt wird der Teig auf eine Arbeitsfläche mit reichlich Mehl gestürzt. Den könnt ihr ganz einfach aus der Schüssel lösen. Wenn ihr den am Abend vorher mit etwas Öl eingefettet habt, geht es noch leichter. Aber ich habe jetzt ein bisschen nachgeholfen mit einem Teigschaber. Ihr dürft ja jetzt aber auch nicht so viel rumrühren. Ihr dürft die Porung nicht zerstören. Einfach mit Geduld den Teig auf die Arbeitsfläche schütten. Da der Teig sehr klebrig ist, wie gesagt mit reichlich Mehl arbeiten, jetzt forme ich mir ein Viereck und dann zerteile ich mir den Teig mit so einer Teigkarte erstmal in 4 Teile und dann nochmal jeweils die Hälfte, also insgesamt 8 Brötchen. Jetzt geht es ans Formen der Brötchen. Dazu nehme ich mir einfach ein Stück und fange mit der dünnen Spitze an und rolle das Ganze einmal bis zur breiteren Seite auf. Forme mir vorsichtig ein Brötchen, ohne den Teig großartig zu kneten. An der Unterseite drücke ich einfach mit den Fingern die Naht zu. Also nochmal von der Spitze zur breiten Seite einmal aufrollen. Vorsichtig, nicht mit viel Druck und nicht versuchen irgendwie das alles eng einzuwickeln. Ganz locker aufwickeln, dann vorsichtig ein Brötchen formen und unten die Naht einmal zuknipsen. Und so macht ihr das dann mit den kompletten Teiglingen und die fertigen Brötchen legt ihr einfach auf ein Backblech mit Backpapier. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt. Einmal auf Abonnieren klicken, die Glocke auch ebenfalls anklicken, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Video online gegangen ist.
Wenn ihr alle Teiglinge fertig habt, werden die Brötchen einfach mit einem scharfen Messer oder mit einer Rasierklinge eingeschnitten. Der Backofen ist jetzt vorgeheizt auf 230 Grad Ober- und Unterhitze. Jetzt kommen die Brötchen in den Ofen hinein. In der feuerfesten Schale gebe ich ein Glas Wasser und schließe sofort den Backofen. Nach ungefähr 20 bis 25 Minuten sind dann die Brötchen fertig. Außen schön knusprig und innen schön weich und fluffig. Ohne viel Kneten zu leckeren Sonntagsbrötchen. Und wie fandet ihr das Rezept? Schnell und einfach. Ich freue mich über jedes Kommentar von euch. Ich wünsche viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video. Bye bye.